My name is Ed. Und ich heiße Lina und willkommen bei Double Deutsch. So the idea behind Double Deutsch is to help you learn German by turning complicated concepts into fun videos. And today Lina's going to give us her list of the top 10 sexiest German adjectives, in dem ich 1000 Kilometer für ein Date fliege. Also, dieses Wochenende bin ich für ein Date nach London geflogen und ich dachte, es wäre cool, euch dadurch interessante Adjektive beizubringen. Okay. Komisch, aber schieß los. Am Anfang war es anstrengend. Ihr verschwendet echt keine Zeit, oder? Nein, das ist nicht das, was ich meinte. Ich musste meine kiloschwere Tasche überall mitschleppen. Die Treppe runter, in den Zug, ins Flugzeug, auf die Straße, aufs Zimmer bis zu meinem Airbnb. Danach war ich einfach froh, angekommen zu sein und schlafen zu können, weil ich so tot war. Also nur um euch zu erklären, ich glaube nicht, dass Lina wirklich tot war, sondern erschöpft. Ein etwas schöneres Wort für müde. Ich habe allerdings fast gar nicht geschlafen, denn ich war so aufgeregt. Und ich bin um 6 Uhr morgens aufgewacht. So just to clarify something while Lina gets some shut-eye. Aufgeregt in general means excited, but it can mean that you're either positively pumped or negatively nervous. Also Lina, meintest du das eher im positiven oder im negativen Sinne? Ja, auf jeden Fall im positiven Sinne. Aber das war das erste Mal, dass ich nach London geflogen bin, um ihn zu treffen. Und ich wusste gar nicht, was auf mich zukommt. Und was kam auf dich denn zu? Er ist angekommen und hat mir meine Lieblingsschokolade geschenkt. Yeah! Und ich war so überrascht. Er hatte mir nichts von dem Plan erzählt. Also war ich auch sehr gespannt und ich wurde nicht enttäuscht. Cool. Und was habt ihr denn gemacht? Also, ich hatte einen Bärenhunger, weil ich fast 24 Stunden lang gar nichts gegessen hatte. Wir waren brunchen, wir waren in der Konditorei, wir sind zum Abendessen gegangen und haben uns auf jeden Fall voll gefressen. So just while these guys are stuffing their faces, let me explain something quickly. In English, when we're hungry, we say that we could eat a horse. Whereas in Germany, you say that you're as hungry as a bear. Anyway, horses for courses, mind the pun. That is so bad. I'm keeping it in. But if you want to learn more fun German idioms, check out the bonus material below. But anyway, that's enough from me and my bad jokes. Let's get back to Lina, her date, and her list of German adjectives. Also, das war mein erstes Mal in London und ich war auf jeden Fall neugierig. Neugierig die Stadt, die Kultur und Will besser kennenzulernen. Und ich als Engländer bin neugierig zu wissen, wie dein Eindruck war. Ich war sehr beeindruckt, weil die Stadt so schön war. Ich habe Glück gehabt, denn das Wetter, das Essen und die Gesellschaft waren echt hervorragend. Wir haben uns super miteinander verstanden. Und im Großen und Ganzen war das Wochenende echt lustig. Und das Ergebnis? Sagen wir es mal so, ich war echt verliebt und nicht nur in London. That's London for you, the city of love. Anyway guys, don't forget to check out the bonus material for the uncensored footage. And tune in next week where we're going to do some more weird stuff while teaching you German. Hold up, just before you go, after 3 episodes of Double Deutsch, we're really curious to know if there are any specific topics that you guys really need help with. Be it German grammar, German vocabulary, German whatever it might be. Let us know in the comments below and we'll try our best to make a fun and informative video about it for you. Now it really is the end of the video. Bye bye.